somit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play hier auf meinem Kanal namens Nevermind. Ja, ihr habt es vorhin schon gelesen, es ist ein Biofeedback Game. Das heißt, man kann sich irgendwie die Herzfrequenz, also man kann sich irgendwie so anschließen und Herzfrequenz wird dann gemessen und das Spiel erkennt halt dann, ob man Angst hat oder Stress hat. Und wenn man eben Angst und Stress hat, dann wird das Bild halt immer so schummrig und es erschwert das Spiel halt ungemein, weil man dann eben nicht mehr so eine super Sicht hat. Und nebenbei bemerkt, ist es ein kleines Horror-Game, es ist im Early Access. Und ja, ich würde sagen, muss ich nur irgendwas sagen? Ich glaube nicht, oder? Ich klicke jetzt einfach beginnen und wir sehen dann etwas. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein bisschen heller wegen YouTube. Da ist ja alles immer ein bisschen dunkel. Ich stehe es einmal auf so. Okay. Oh, und das Spiel beginnt so, gleich so reingeschmissen. Ich habe gedacht, es kommt vielleicht nur coole Frequenz oder so. Bewege dich, indem du die Pfeiltasten oder die Maustaste drückst. Ja, okay, ja. Okay, also ich habe halt das so mitgekriegt. Wir sind irgendwie so Neurowissenschaftler, das kann man schon da lesen, der Neurowissenschaftlers Institute. Boah, die Mausempfindlichkeit ist ziemlich hoch. Sind halt irgendwie so Wissenschaftler und wir beschäftigen uns mit Patienten, die ein sehr starkes Trauma erlebt haben und dringen in deren Unterbewusstsein ein, um sie dann irgendwie zu heilen. Also wir versuchen Menschen zu helfen. Okay, oh wow, hui. Ja, da glaube ich auch ein bisschen Probleme. Neurowissenschaftlers Institute Educate. Okay. Es sind lauter Fotos und Auszeichnungen. Also es ist anscheinend ein sehr gutes Institut, wo wir da arbeiten. Und die Mucke ist so richtige Fahrstuhlmucke. Hallo Doktor, unsere Gesichtserkennungssensoren zeigen an, dass du Neurowissenschaftlers neuester Neuropropper sein musst. Willkommen im Team! Wir können hier die letzten Registrierungsdetails klären. Drücke Fortfahren, um diesen Vorgang fortzusetzen. Wir danken dir, dass du heute besonders zeitig gekommen bist. Wir halten es für hilfreich, neue Neuropropper von dem Eintreffen von Kollegen und Kunden zu begrüßen. Als Neuropropper tauchst du ins Unterbewusstsein unserer Patienten ein, um ihnen bei der Bewältigung von psychologischen Traumata zu helfen. Dies ist eine äußerst wichtige Arbeit, die ein großes Maß an Sicherheit und Diskretion erfordert. Wir werden jetzt seine Identität überprüfen. Die Erfahrung, die dich erwartet, wird anstrengende und verstörende Szenen und Situationen enthalten. Diese Szenarien können unangenehme Reaktionen bei Teilnehmern hervorrufen, die gegenüber Ausführungen und Abbildungen zu psychologischen Traumata besonders empfindlich sind. Wenn du fortfährst, übernimmst du die volle Verantwortung für alles, was du erleben wirst. Will ich das? Ich stimme einfach mal zu. Weiter. Bitte gib die folgenden Daten ein. Vorname, Nachname. Okay, Vorname, wir heißen Simantis. Familienname. Nevermind. Wir haben gesehen, dass du das dir zugeteilte Eye-Stalker-Gerät trägst. Danke für das Einhalten der Standardrichtlinien. Du wirst sehen, dass Tipps und Interaktionsmöglichkeiten innerhalb des Instituts durch die Linse hervorgehoben werden. Deine Erstregistrierung ist abgeschlossen. Bitte begib dich in den Mitarbeiterbereich hinter dir. Deine Eye-Stalker-Linse wurde mit deinem Mitarbeiterkonto synchronisiert und wird dir die Türe öffnen. Vielen lieben Dank, Computer.
Modern Minds Magazine. Sleep Easy Magazine. Cat Issue. Adopt and gain more than a new friend. Aha. Sind die ganzen Ärzte, was da sind oder so? Aha, da muss ich durch. Kann ich? Gut, da kann ich nicht rein. Das ist nice. So hätte ich gerne in meiner Wohnung. Okay. Also. Toiletten. Also. Vielleicht kann ich da rein? Schade, ein bisschen ruckelt das Spiel gerade. Kommt mir vor. Push! Push the button. Okay, da kann man nichts machen. Ah, das sind die ganzen Mitarbeiter. Und das sind wir. Können wir mit dem Lift fahren? Nö. Chupa! Ey, unser Büro! Geil, haben wir ein eigenes Büro? Das wäre halt schon richtig nice. Alter, das ist ein Institut. Schaut mal, wie das da ausschaut. This bench is dedicated to Rosario Treviso. Okay, ich kann nicht hüpfen. Ich kann auch nicht schneller laufen. Dennis Babor. Haben die da alle eigene Bänke? Sektor C. Okay, da kann man schon doch nicht lang. Dr. Richard A. Winfield. Sind das Namen von den Entwicklern oder so? Ah, ich darf gerne ein bisschen schneller laufen. Ah! Einrastfunktion! Zurück. Mann, diese blöde Einrastfunktion, die kann mich noch sehr gut an der... Ah, da ist auch so eine Tür. Mein anderes Let's Play, Orient the Blind Forest, erinnern. Falls ihr das gesehen habt, mit der blöden Einrastfunktion. Ja. Da habe ich mich oft geärgert. Hat mir zu sehr vielen Toten verholfen. Okay, wir betreten unser Büro. Geil, schaut cool aus. Calm, Stress Fear, Anxiety. Die Gedächtnislandschaft spürt alles. Ruhe, Stress, Furcht, Angst. Genau, so wird es eben ausschauen, wenn ich jetzt angeschlossen bin mit dem Herzfrequenz-Dingsbums, die da. So wird halt das Bild dann ausschauen, ne? Ruhig, wenn ich Stress habe. Trauma. Dies kann jedem jederzeit passieren. Selbst die kompliziertesten Knoten brauchen manchmal eine Hand, die sie entwirrt. Okay, schaut ein bisschen komisch aus. Ein Brief. Ah, ein Brief. Ah, okay, ich kann sogar drehen. Das finde ich sehr gut. Das Neurowissenschaftlers Institut. Hallo Dr. Nevermind. Wir heißen dich herzlich am Neurowissenschaftlers Institut willkommen. Dieser Raum ist dein Büro und wir hoffen, dass du hier alles findest, was du benötigst, um dich an deinem Arbeitsplatz wohlzufühlen. Mit deiner eistalschen Linse kannst du dich auf deinem Hauptcomputer anmelden, der sich gegenüber von diesem Schreibtisch befindet. Du kannst dort jederzeit mit deiner Arbeit beginnen. Wir heißen dich nochmals in unserem kleinen Neuroproper Elite-Team willkommen. Wir fühlen uns geehrt, dass du nun Teil unseres Teams bist. Mit freundlichen Grüßen, das Leitungsgremium des Neurowissenschaftlers Institute. Okay. Okay, Notizen haben wir natürlich noch keine gemacht. Ah. Deine eistalsche Linse, trage sie jederzeit und gehe irgendwo hin. Entdecke. Wir empfehlen, dass Neuropropper ihr eistalscher Gerät während des Neuroproppings und ihres Aufenthalts am Institut tragen. Dies erleichtert den Übergang aus der realen Welt in die Gedächtnislandschaft und reduziert Erschöpfung, Kopfschmerzen und Desorientierung. Okay. Frieden aus Chaos. Also Neuropropping, so nennt sie das anscheinend, was wir da machen. Willkommen, Dr. Nevermind. Handbuch.
Okay, das ist anscheinend alles nur mal erklärt. Okay, Mitwirkende, die können wir uns da anders mal anschauen. Okay. Patienten auswählen. Patient Intro-Sim. Wurde behandelt von Dr. Nevermind. Eine simulierte Gedächtnislandschaft, die von Neurostalgia konstruiert wurde, um neuen Mitarbeitern den Einstieg zu erleichtern. Also sowas wie ein Intro. Machen wir es einfach mal. Okay. Ich bin ja gespannt, inwiefern das... Oh, das schaut so geil aus. Oh, da muss ich jetzt rein. Schaut aber nicht sehr gesund aus. Inwiefern das eigentlich ein Horrorspiel ist. Ich meine, trifft man da auf irgendwelche Monster? Oh. Oh, das dreht sich. Wird aber schlecht. Hallo. Things have become almost unbearable for me. And for my family. Nothing has helped. I guess that's why I'm here. So, if I just talk about my troubles, you'll be able to use it later to help with the procedure? Seems hard to believe, but you're the experts. I think many of my issues started when I was young. So, why don't we start with my childhood days, yes? Okay, let's see. I was raised in a lovely cottage in Rolle, Germany. We didn't have much, but my twin sister, our father and I got by. There was actually a great famine for much of my early childhood, and often we went without food. I had many happy moments with my family, but the darkest times began when my father remarried. My stepmother always resented my sister and me. We didn't like her much either, to be honest. God, she was horrible. Sometimes she would take my sister and me out for long walks in the forest, and then she'd hurry home. My sister and I couldn't keep up, and we'd often get lost. We learned to leave a trail of whatever we could find on those walks to help us get home. I guess, in some ways, our stepmother helped us become resourceful like that. My sister is a real fighter. The kind of woman any girl or boy could look up to. She volunteers to work with various youth organizations now. Enough about her. Okay, what else? Maybe I should talk about my feelings, yes? You may find it hard to believe, but I've always struggled with various eating disorders and anxiety around food. Eating anything rich makes me feel scared and anxious. It's hard to describe. My sister has actually experienced similar issues, and it has worsened for us both as we've gotten older. That's not normal, now, is it? We've seen countless doctors about this in the past. They've determined that our issues may be trauma-related, but have yet to help us sort out the underlying source. They have yet to fix us. That's why we're here. Okay. Also, die Geschichte von dem hat mir jetzt irgendwie sehr an Hänsel und Gretel erinnert, aber... Welcome to Neuroprober training. I am pleased to be your guide. When I'm speaking, you can always make a right-click motion to skip this instruction. Okay, also ich kann das jetzt dann auch überspringen. Das verfolgt mich. Haha, es ist jetzt schon unheimlich. Riesengroße Tür. Okay, es geht ein starker Wind.
Okay, schaut doch sehr angenehm aus. Whether you are speaking with the client directly or neuroprobing within their mind, it is always imperative to listen. You'll find that every detail of the subconscious is trying to tell its story. In the case of our clients, it's often the forgotten story of the trauma they experienced. Some parts of the patient's memory may have become confused or corrupted by the conscious mind's attempts to reconcile or cover up the truth of what happened to them. However, if you look closely and carefully in the right places, you will find that the truth will ultimately shine through. Okay, also... Whether you are speaking with the client directly or you'll Hey, however, man sollte auf alles achten, also Hinweise sind überall. some parts of the subconscious allow you to interact with them, while neuroprobing, make a left-click motion to engage with it. Holding on to right-click will allow you to move the item around to examine it further. When you are done, you can make a left-click motion again, and it will return to its natural position. Ein Brot. Ein Schiff. Ein Muffin. Okay, aber das brauche ich jetzt anscheinend nicht. Da drüben geht's weiter, aber da ist ein Haus. Also da wohnen ist schon geil. Vor der große Garten. Ein Schaukelpferd. Liebe Gören, haut ab in Liebe. Eure Stiefmutter. Okay. Das ist anscheinend das Haus, wo wir gelebt haben. Also nicht wir, weil wir sind ja gerade im Unterbewusstsein von einem Patienten. Das ist das Haus, wo der Patient gewohnt hat. Okay, keine Ahnung. While neuroprobing, you will encounter objects that look like photographs. This is how your consciousness interprets the concrete memory moments it finds within the client's psyche. Typically, there are about 10 of these memory photos found in each psyche. The mind can hold on to only so much. You'll find that half of these photos present an actual moment relating to the trauma. The other half tend to be false memories created by the client's conscious mind. It will ultimately be up to you to determine which are which. More on that later. Ah, okay, also unsere Hauptaufgabe ist anscheinend im Unterbewusstsein diese Bilder zu sammeln, die halt so, wie sagt man denn, so unterdrückte, also so Erinnerungen von dem Patienten, die er halt verschoben hat und die er sich eigentlich nicht mehr erinnern möchte. Und wir müssen die halt sozusagen wieder ausgraben. Meine Stiefmutter hasst ja meine Zwillingsschwester und mich. Okay. Ah, okay. Also es gibt 10 beim jeden Patienten. Und ich muss dann halt die in die richtige Reihenfolge bringen von dem Trauma. Und es sind aber auch Fotos dabei, was dann nicht, also was nicht mit dem was zum Tor haben oder so. When you acknowledge a memory photo, it will surface more prominently in the client's psyche, and at that point can be found in a safe area of the mind, often where you begin within the client's mind. When you have found all 10 photos, you must put 5 of the memories that actually represent the trauma in the proper order. Doing so will, at last, fully release the memory to the client's conscious mind. Often he or she will experience a breakthrough at this moment. That breakthrough is what every neuroprober lives for and is the key to the client finally being able to work towards true recovery. Okay. The most important thing you do as a neuroprober is find and acknowledge these photos. However, this is easier said than done. While some photos are freely available in the subconscious, others are buried deeply within and will need to be coaxed out. Wir haben oft Kanincheneintopf gegessen. Okay, da hinten geht es anscheinend weiter. Ist da die Tür offen? Oh Gott, geht's jetzt los? Interacting with one part of the mind can sometimes open up new areas of the psyche. Some things, like these doors, can change their state in response to actions taken elsewhere.
Okay, ich glaube, es geht los. Das heißt, in einer Ritterburg. Meh. Meh. Oh, geht wieder zu. Okay, die Musik ist noch super, also ich glaube, wir brauchen keine Angst haben. Meine Schwester bewahrte mich davor, verspeist zu werden. Yummy. The subconscious doesn't take kindly to intruders and will take every opportunity to feed off of any sensations of anxiety or tension you offer to it. If you can, try to stay calm and peaceful, even in the face of terror. If you can calm yourself, you'll find the subconscious will calm itself too. Okay, also ich habe irgendwie... Ah, schaut, das sind die Steine, auf was man klickt. Also nicht wir. Man muss da jetzt einen Unterschied machen. Das sind ja nicht wir, was das gemacht hat, sondern unser Patient. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Hänsel, weil das irgendwie die Geschichte von Hänsel und Gretel ist. Also wir sind gerade im Unterbewusstsein vom Hänsel drinnen. Und ich habe gerade ein komisches Gefühl. Also ich meine immer, dass mir jetzt gleich irgendwas ins Gesicht springt. Here is an example of an especially buried memory. Some details of a given trauma can be especially tenacious, but by gently and cleverly listening to the clues the mind gives you, you will find all you need to work through it. Just think of it as a puzzle for you to solve. When you focus on these puzzles, make a right-click motion if you need to break your concentration. Okay, also es sind so Putzel, weil sich das Unterbewusstsein eben wehrt, dass man diese Erinnerungen wieder ausgreift, und deshalb sind die sehr schwer mit solchen Putzel. Ich glaube, ich habe einfach nur die Farbe da. Oh, okay, in den Mund rein. Oh. Und das Unterbewusstsein schützt sie eben so davor, dass man nicht zu diesen Erinnerungen gelangt. Nie haben die Vögel für uns gesungen. Okay. Ah, ich mag nicht in so einem Wald. Oh, was sind das für Pilze? Schaut ein bisschen komisch aus. Aber ich meine, die Musik ist dabei ja noch recht... Die Musik ist weg. Oh, geht's jetzt los? Boah, mir tränen dann immer gleich die Augen, wenn es irgendwie so gruselig wird, dann kriege ich immer voll Wasser in die Augen. Es ist voll... Wow! Scheiße! Hui! Ein Baby. Na, macht nichts. Oh, meine Augen. Ah, da hängt nur ein Baby im Baum. Oh! Ach, scheiße. Na! Ich glaube, ich gehe wieder zurück. Boah, ich hab voll die ganze Haut. Hahaha. Hallo? Okay, ich gehe lieber nicht. Oh, ich steck fest. Ah, na doch nicht. Okay. Ah, Babyschreie!